Hallo, heute möchte ich euch die neue Achsenradsteuerung, das Modul E8 Plus vorstellen. Die E8 ist unsere neue, ich sag mal, Facelift der alten Pro 8 Steuerung. Sie hat eigentlich alle Funktionen der alten plus 1, 2, 3 neue Features schon dabei. Also eigentlich eine kleine Weiterentwicklung. Prinzipiell aber sehr ähnlich von der Technologie her. Sie ist genauso wie die alte Steuerung, hat sie eben 8 Ausgangskanäle, die man frei programmieren kann, bedient über einen Servokanal. Es gibt 2 Servos, die man ansteuern kann. Sie ist auch wieder mit 2 Stromversorgungen ausgestattet, die galvanisch getrennt sind zueinander. Heißt, ich kann auch wieder mit 2 verschiedenen Batterien betreiben. Also diese ganzen Sachen sind gleich geblieben wie bei der Pro 8 Steuerung. Sie hat jetzt als Neuheit bereits jetzt die Uniled-Stecker drauf. Die alte Pro 8 war ja schon ein bisschen älter, da gab es das noch nicht. Sie hat ein verschraubtes Gehäuse und eine bessere Kühlmöglichkeit. Sie kann dadurch höhere Ströme zulassen als die alte Steuerung. Und sie hat auch einige Zusatzfunktionen im Sinne von Klappscheinwerferbetrieb und der Lichtmuster-Synchronität. Man kann also noch besser asynchrone Muster erzeugen jetzt. Sie heißt E8 und nicht irgendwie Pro 8.2 oder irgend sowas, weil sie die Serie E kennzeichnet Steuerungen, die keine Schutzfunktion haben im Sinne von Kurzschluss und Unterspannungsschutz. Das hatte die Pro 8 auch nie, weil sie durch die galvanische Trennung von Ausgangsstufe und Ausgangsstromkreis zu Eingangsstromkreis nicht so einfach eine Datenübertragung möglich macht. Und deswegen hat die Steuerung das nie gehabt und das hat die auch nicht. Also sie ist eigentlich technisch da sehr gleichwertig, funktionell etwas überlegen. Was kann man alles einstellen? Eigentlich kann man fast alles einstellen. Ich sollte vielleicht zu Beginn nochmal erwähnen, den Begriff das Lichtschema, das wir immer wieder verwenden bei den Steuerungen. Ein Lichtschema ist im Prinzip die Zusammenfassung aller Zustände in diesem Moment, in dem Moment, den ich durch den Servokanal aufrufe. Heißt, mein Servokanal von minus 100% bis plus 100% kann über den Weg verteilt verschiedene Lichtmuster aufrufen, dieses Lichtschema aufrufen, und dieses Schema wird halt komplett als Ganzes gespeichert. Da sind dann enthalten, welche Lichtmuster laufen irgendwo, wie schnell laufen die, welche Pausen laufen die, welche Rampen. Das ist alles ein Lichtmuster, alles im gleichen Lichtmuster enthalten. Das ist für die Programmierung ganz wichtig, dass man das weiß. Ich würde jetzt am Modell von der Scorpion hier hinter mir gleich eine Programmierung durchhüpfen, wie man eine E8-Steuerung komplett von Null auf anprogrammiert. Weil das Programmierkonzept ist etwas verbessert und vereinfacht worden im Vergleich zur alten Steuerung, weil es jetzt dynamisch ist. Dynamisch heißt, zu Beginn der Programmierung definiere ich erstmal, wie viele Lichtschema brauche ich denn überhaupt im Modell. Früher war das fest vorgegeben, da waren es immer fest 5 programmierbare und 2 feste Schema. Jetzt sage ich, brauche ich 2 Schemas, brauche ich 3 Schemata. Dementsprechend ist die Einstellung am Sender ganz harmlos geworden, weil wenn ich 3 Schema sage, dann ist es automatisch ein 3-Stufen-Schalter. Wenn ich 2 Schema sage, ist es ein 2-Stufen-Schalter. Erst wenn ich mehr als 3 Schema nehme, wie 4 oder 5, dann wird es spannend. Das lassen wir mal unter den Begriff erweiterte Programmierung fallen, weil dann muss ich meinen Servoweg erstmal so aufteilen, dass ich eben meinen Weg in 4 annähernd gleiche Bereiche teilen kann. Das kann jede moderne Computerfernsteuerung über verschiedenste Möglichkeiten, Flugphasen, Mischer, logische Elemente. So, also verbinden wir uns mal mit der Steuerung hier im Modell drin, schließen alles an und bringen die Kameras in Position und dann weiter zum nächsten Schritt.